Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Heute zeigen wir euch, wie ihr eure AR-15 in Schuss haltet. Da hat ja jeder so ein bisschen seine eigene Philosophie. Ich bin kein Fan von großer Putzerei und reduziere das daher auf ein Minimum. Falls ihr das öfter macht, ist es kein Problem. Eine AR-15 kann man eigentlich nicht kaputt putzen, wenn man es richtig macht zumindest. Prinzipiell ist die AR-15 systembedingt, aber so, dass sie nicht viel Putzerei braucht. Sie reinigt sich selbst, bläst den ganzen Dreck raus. Und was das für die Praxis bedeutet, zeige ich euch gleich. So denn, ich habe euch ja gerade gesagt, die AR-15 reinigt sich von selbst. Daher muss man nur darauf achten, dass sie nicht trocken läuft. Ich öle die AR-15 daher einfach vor jedem Training. Dafür sprühe ich vor jedem Schießen einen Tropfen Öl in jedes der 3 Löcher der Bolt Carrier Gruppe und setze noch einen Tropfen drauf. Dann verreibe ich das. Danach arretiere ich den Verschluss in der hinteren Stellung und sprühe etwas Öl unten durch das Magwell in den Upper Receiver. Nachdem ich alles eingeölt habe, lasse ich den Verschluss wieder nach vorne gehen. Repetiere ein paar Mal durch, damit sich das Öl verteilt und danach ist die Waffe einsatzbereit. Wenn ich dann mit dem Schießen fertig bin, arretiere ich wieder den Verschluss hinten und ziehe die Bore Snake 2 bis 3 Mal einfach durch den Lauf durch. Wenn ich die Bore Snake dann 2 bis 3 Mal durchgezogen habe, gebe ich manchmal noch einen Spritzer Öl rein, vor allem wenn ich weiß, dass die AR-15 dann länger im Schrank steht. Ansonsten ist es aber eigentlich nicht notwendig. Sollte eure AR-15 dann anfangen Störungen zu bekommen oder sie wird wirklich dreckig, dann wird es Zeit, sie mal richtig zu putzen. Bei mir ist es ungefähr alle 1000 bis 1500 Schuss der Fall, dass sie mir persönlich zu dreckig wird. Da hat sie aber auch noch lange keine Störungen. Für die komplette Reinigung benutze ich dann ein auf die AR-15 abgestimmtes Reinigungsset. In dem Fall benutze ich hier eins von Real Avid. Da ist alles drin, was man braucht. Und wie man die AR-15 dann komplett reinigt, das zeige ich euch jetzt. Aber bevor wir jetzt mit der Reinigung beginnen, überprüfen wir erstmal die Sicherheit der Waffe. Waffe ist sicher. Dann können wir sie aufklappen. Entnehmen den Verschluss, entfernen noch das Charging Handle und legen die AR-15 zur Seite. Als erstes entfernen wir dann den Retaining Pin. Dadurch können wir dann den Firing Pin entnehmen. Jetzt können wir den Bolt Cam Pin drehen und rausziehen. Und der gibt dann den Bolt frei, den wir rausziehen können. So, wir sprühen die Teile schon mal mit Öl ein, damit es einwirken kann. Wischen den Firing Pin schon mal ab. Dann wischen wir den Bolt ab. Und kratzen mit einem Scraper die Carbonablagerungen ab. Bürsten dann nochmal drüber und ölen den auch ein. Am Bolt Cam Pin machen wir genau das gleiche. Wir kratzen die Carbonablagerungen ab, wischen ihn sauber und ölen ihn ein.
Dann sprühen wir das Charging Handle nochmal ein. Wir sprühen den Retaining Pin nochmal mit dem Öl ein und wischen ihn ab. Dann wischen wir das eingezogene Öl vom Bolt Carrier ab. Und wo es nötig ist, sprühen wir es nochmal ein und bürsten es ab. Dann wischen wir ihn so sauber ab wie möglich, innen und außen. Dann nehmen wir das Charging Handle und bürsten und wischen es ab. Dann ölen wir den Bolt Carrier leicht ein und bauen die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Zuerst schieben wir den Bolt ein, drehen ihn in die richtige Position, dass wir den Cam-Pin einstecken können. Drehen den Cam-Pin. Dann können wir den Firing-Pin einstecken. Und sichern den mit dem Retaining-Pin. Dann prüfen wir auch noch, ob der Firing-Pin auch richtig montiert ist, dass er nicht rausfällt. Wir ölen das Charging-Handle wieder ganz leicht ein. Und dann trennen wir den Upper und den Lower. Beim Lower müssen wir nur die Abzugseinheit abwischen und ganz leicht einölen. Das überflüssige Öl wischen wir dann auch wieder ab. Da ist nicht viel zu machen. Dort, wo im Upper der Bolt Carrier läuft, ölen wir das großzügig ein, ebenso das Patronenlager. Ich nehme dafür übrigens hier das normale Brunux Turbo Spray. Das löst den Schmutz und ölt gleichzeitig auch ziemlich gut. Nach kurzer Einwirkzeit nehmen wir dann die Bürste fürs Patronenlager und bürsten das Patronenlager und das Innere vom Upper durch, damit die Carbonrückstände gelöst werden. Dann nehme ich einen passenden Reinigungsfilz, tränke den in Öl und reinige das Patronenlager damit noch feiner. Im Upper sollte das Öl jetzt gut eingewirkt sein und man kann es leicht rauswischen mit dem ganzen Dreck. Dann sprühe ich noch ein bisschen Öl in den Lauf und gehe da 2- bis 3-mal mit der Laufbürste durch. Und anschließend ziehe ich da trockene Reinigungspatches durch, bis die quasi nicht mehr dreckig sind. Den letzten Reinigungspatch tränke ich dann nochmal in Öl und ziehe den nochmal durch den Lauf, damit er leicht geölt ist. Dann öle ich das Innere des Uppers nochmal leicht ein. Setze das Charging Handle ein.
Dann öle ich das Äußere des Bolt Carriers nochmal ein und setze den ein. Montiere Upper und Lower wieder aufeinander. Gegebenenfalls kann man dann noch, wenn man will, das Innere der Bolt Carrier Kuppe durch die 3 Löcher im Bolt Carrier ölen. Und dann repetiere ich noch ein paar Mal am Charging Handle durch, um das Öl zu verteilen und zu schauen, ob auch alles sauber läuft. Und schon ist die AR-15 wieder komplett gereinigt und hält die nächsten 1000 Schuss locker durch. So Delle, wenn ihr das alles beherzigt, werdet ihr noch lange Freude mit eurer AR-15 haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt was gelernt. Dann lasst euch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr über unsere neuesten Videos auch informiert. Und falls ihr was ergänzen wollt, dann lasst doch einfach gerne einen Kommentar da. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder hier bei der Epic Crew.